80 Tage, 20 Unterkünfte, 7000 Kilometer. Es geht wieder los. Wir fahren nach Hervey Bay ins Shady Beach Motel für eine Nacht. Es liegt nur ein paar Meter vom Strand entfernt. Wir waren schon einmal in Hervey Bay, aber das ist schon länger her. Im Jahr 2006 blieben wir ein paar Tage und flogen von hier nach Lady Elliot, eine kleine Insel im südlichen Teil des Great Barrier Reefs, um zu schnorcheln. Aber diesmal sind wir nur auf der Durchreise. Wir wollen im nördlichen Great Barrier Reef schnorcheln. Geplant war, nach Hervey Bay direkt nach Airlie Beach zu fahren, aber da der Weg zu lang schien, haben wir uns entschlossen, einen Übernachtungsstopp in Rockhampton einzulegen. Doch der scheinbar lästige Zwischenstopp erweist sich als ein Glücksgriff. Für das Glücksgefühl ist neben der neu erbauten Unterkunft Casa Nostra, welche fast mitten in der Natur am Rande von Rockhampton liegt, vor allem etwas anderes verantwortlich, nämlich der Besuch der Kängurus. Die Managerin erzählte uns, dass sie täglich hierher kommen, manchmal stehen sie vor dem Haus und manchmal sind sie etwas draußen, sagte sie. Da wir sie nicht vor dem Haus sehen, machten wir uns auf den Weg. Die Spuren verraten uns, dass die Managerin nicht gelogen hat. Und da sind sie tatsächlich. Wir würden sie gerne öfters sehen, deshalb haben wir beschlossen, dass wir bei der Rückreise für ein paar Tage zurückkommen werden. Wir verlassen unsere hüpfenden Freunde und fahren für 3 Tage nach Airlie Beach. Ins Tasman Holiday Park. Der Park scheint fest in Vogelhand zu sein. Im Botanischen Garten in Sydney war das Füttern verboten, hier aber nicht. Somit können wir gemeinsam frühstücken. Der nächste schaut neugierig. Na, du bist auch da. Na gut. Dann bekommst du auch was. Schau. So. Ja, bist du auch noch zärtlich. Ja. Dann mit mir so eine Sitze. Ja, guck. Ja, wer schaut denn da? Der Kakadu? Ja, du bist neugieriger.
Wenn man schon mal in Queensland ist, dann sollte man unbedingt die Whitsunday-Inseln mit ihren schneeweißen Stränden und türkisblauen Meer besuchen, sagten einige Bekannte von uns. Sie träumen immer noch davon. Wir wollen auch solche Träume haben. Airlie Beach ist der ideale Ort. Von hier starten unzählige Ausflüge ins Paradies. Der Strand ist jedoch nur schneeweiß und das Meer türkisblau, wenn die Sonne scheint. Heute wollten wir eigentlich fahren. Es ist aber hauptsächlich stark bewölkt und regnerisch. Wir verzichten somit auf den Ausflug und bleiben nur in Airlie Beach und sehen uns den Strand an, wo man vor den Quallen geschützt baden kann. Noch sicherer ist es, wenn kein Wasser da ist. Und so sieht der Strand bei Flut aus. Besser. Gut, sind die auf dem Baum? Oh, die sind auf dem Baum. Im nächsten Hahn da mit der Achtung, die Raupen da am Baum. Aber trotzdem wollen wir nicht verweilen. Die Raupen stören Niki ein wenig. 3 Nächte sind um und wir ziehen weiter. Wir werden unsere Frühstückspartner vermissen. Die nächste Station ist Townsville. Das Apartment ist klein, aber fein. Für eine Nacht reicht es. Wir fühlen uns in der Stadt sofort wohl. Für die positive Stimmung sorgt vor allem der gelb-rote Berg Castle Hill, welcher über der Stadt thront. Er zieht uns magisch an. Wir müssen rauf. Ein paar Schritte vom Motel entfernt. Das Meer und die Uferpromenade. Die Stadt gibt schon was her. Wir würden gerne länger bleiben. Auch wenn uns eine Zimmernachbarin, eine Reichsbürgerin, gestern im Innenhof des Motels mit ihren Verschwörungstheorien unser Abendessen verdarb. Aber die letzten Tage der Reise sind schon verplant. Pech. Das nächste Mal bleiben wir definitiv länger.
hier in dem Becken sei man von den bösen Quallen gefeit, der irrt. Das Wasser wird zwar, wenn es vom Meer gepumpt wird, durch ein Sieb gefiltert, doch können die ganz kleinen und giftigen Quallen auch durchschlüpfen, verriet uns eine Hinweistafel. Nach kurzem Zögern sind wir aber doch reingesprungen. Auf dem Weg weiter in den Norden. Mit Palm Cove haben wir unser nördlichstes Ziel erreicht. Über Airbnb fanden wir für eine Woche eine wunderbare Unterkunft im The Reef Retreat Palm Cove. Die Zimmer erreicht man von außen über Holzstege. Baumhaus-Feeling. Ach, schau, Regenbogen. Da drüben. Ja. Die Unterkunft liegt sehr nahe an der Uferpromenade. Rottenham wird unsere Stammkneipe werden. Gutes Essen zu normalen Preisen und Happy Hour Biere sind gute Lockmittel für uns. Wir haben kein Frühstück. Ah. Die Australier denken an alle. Die Hunde dürfen sich hier frei bewegen, damit die Krokodile nicht verhungern. Etwas rau die See heute. Quallen sind echte Spaßverderber. Sie gehen einem nicht aus dem Kopf, wenn man ins Wasser springt. Ich war schon mal hier, 1997, also lange her. Die schönen Erinnerungen zogen mich wieder zurück in diesen Teil Australiens. Damals verbrachte ich 2 Wochen in Palm Cove mit Freunden und mit meiner Mutter, genoss den Strand und schnorchelte am Great Barrier Reef. Nun will ich all das mit meiner Frau erleben. Doch die Wetterprognosen sind nicht gut. Starker Wind und immer wieder einsetzende Regenschauer werden vorhergesagt. Dies trübt die Sicht im Meer. Die nicht idealen Bedingungen, die Aussagen mancher Einheimischer,
dass die Vielfalt der Fische in den letzten Jahrzehnten stark zurückging und vor allem der hohe Preis, ca. 400 € pro Person für einen Tag, halten uns davon ab, ein Boot zum Korallenriff zu besteigen. Ich war damals vom Great Barrier Reef sehr angetan, jedoch war ich danach auch am Korallenriff in Eilat am Roten Meer. Siehe auch unser Israel-Reisebericht. Und es war fast genauso schön. Darüber hinaus muss man in Eilat für einen Korallenriffbesuch nichts zahlen, denn es ist gleich am Strand. Von der Liege bis zum Riff sind es 10 Meter. Somit werden wir nur das Landesinnere erkunden. Circa 30 Kilometer von Palm Cove entfernt befindet sich der Wasserfall Barron. Der Fluss fließt, by the way, durch den ältesten Regenwald der Welt. Geht, gelangt man zum Wasserfall und zu einigen natürlichen Schwimmbecken. Diese haben wir damals oft besucht. Doch Niki traut sich nicht hin. Dann gehen wir halt zum Kuranda-Zug, eine weitere Attraktion in der Nähe von Barron Falls. Allerdings sind wir nicht in die nostalgische Bahn eingestiegen. Wir haben sie nur von außen betrachtet. Reichte auch. Aber das Kuranda-Boot werden wir jedoch besteigen. Die Anlegestelle befindet sich gleich unterhalb des Bahnhofs. Vom Boot aus kann man neben der Seilbahn auch Krokodile manchmal beobachten, sagte man uns. Wir sind gespannt. Bis jetzt haben wir allerdings nur kleine Fische und Schildkröten zur Sicht bekommen. Und tatsächlich, wir sehen ein paar Krokodile. Aber nicht im Barron River. Die Flussfahrt hätten wir uns sparen können, sondern im Hartley's Crocodile Farm, ein paar Kilometer nördlich von Palm Cove. Fetch is from Port Douglas, guys. He's called Fetch because he ate a French bulldog. That's why he was removed from the wild. Now, we normally name them after the dog they eat, but they wouldn't tell us the name of their dog, so we improvised. He was playing fetch with it at the time, so we called him Fetch. Aber frisst du das bitte überhaupt weg? Oder magst du es machen? Ich mach das Fleisch auf. Dann mach du das. Ich habe Angst. Und wenn das mir aus der Hand reißt? Was denn? Riecht nicht so viel und gib mir endlich das Fleisch. Warte, hui. Ich wollte sie mir schon geben. Hui. Kämpfe. Ich wollte ihn nicht ärgern. Oh, ist er schon weg? How'd you go, mate? You have a bit of fun? Ja, thank you. Bei diesem Raubtier ist sie schon etwas entspannter. Boring. We'll bring a deadly one that can potentially kill me, although very unlikely, but we'll see. You never know. It's not the end of the show yet.
Alrighty, now if you've been into the reptile house today, you would have seen this species. So would anybody like to have a guess, or does anybody know what it is? Taipan? Spot on, taipan, exactly right. This is your inland taipan right here. So a quick overview, when it comes to taipans, there are 3 different species. All 3 species are found in Australia. One of them, the eastern taipan or coastal taipan, also extends into the island of New Guinea. And all 3 species are in the top 10 most venomous snakes on the planet. But the inland taipan, this thing is infamous for being number 1. It is the most toxic land snake on the planet. It is insanely toxic, and I'm very happy to report no one has ever been killed by an inland taipan. Yeah, hopefully not today, touch wood. But Der Ruf des Kasuar ist imposant. So they get right down the chest just like that, do this very low frequency rumble, so it actually borders on infrasound. Oh yeah, so she's 28 years Na, old. wie süß. She's 12 years old. Man kann aber nicht glauben, dass es sich hier um den gefährlichsten Vogel der Welt handelt. In Australien ist doch jedes Tier das gefährlichste oder giftigste. Der wohl nicht, aber das frechste. Du bist neugierig, gell? Nein. So. Der geht nicht runter, oder? Ja, komm mal. Hopp, hopp. So verspielt. Dass er sich nicht kratzt, der hat solche Krallen. So. Aber den nimmst du jetzt nicht mit nach Hause. Doch, und den auch. Wäre es nicht unser letzter Tag, hätten wir noch 2 weitere Tage kommen können. Der Eintrittspreis gilt für 3 Tage. Auf dem Weg zurück nach Rockhampton legen wir einen Zwischenstopp für eine Nacht im einsamen Bowen ein. Auf Wikipedia findet man wohl die beste Beschreibung für diese Kleinstadt. Bowen ist ein Anbaugebiet für Tomaten, Paprika, Kürbisse und Mangos. Die einzige Attraktion ist die 10 Meter hohe Mango von Bruce Harvey, genannt The Big Mango. Es ist also viel los hier. Wie schon oft buchen wir wieder eine Hütte in einem Caravan-Park. Ein schöner einsamer Strand und der Besuch der Kusus auf der Veranda im Caravan Park sind neben der Big Mango die einzigen Eindrücke. Nach Bowen kommen wir wieder in Rockhampton an und verbringen 3 Nächte mit den altbekannten Kangaroos in Casa Nostra.
gute Nacht. Und guten Morgen. Ihr seid wieder alle da. Und auch die Clowns der Lüfte kommen zu uns herab. Wir machen einen Ausflug auf den Berg Archer und genießen den Panoramablick über Rockhampton. Ein guter Ausblick, das ist ja klar. Nur 40 Kilometer entfernt befindet sich die Küstenstadt Yepon, bekannt für ihre Strände, erzählte uns die Managerin von Casa Nostra. Die sehen wir uns mal an. Die Strände sind wirklich schön. Und das Essen auch. Es ist wieder Schlafenszeit. Unsere Freunde machen sich auf den Weg, so wie wir. Es geht zu unserer letzten Etappe an die Sunshine Coast. Auf der Fahrt dorthin geschah dann die Panne. Da ich bei meinem eigenen Auto die Winter- und Sommerreifen selbst umstecke, habe ich eine gewisse Übung. Innerhalb von 5 Minuten war der Ersatzreifen drauf. Während der Panne halten 6 vorbeikommende Fahrzeuge und bieten ihre Hilfe an. Die Australier lassen einen nicht im Stich. Es ist Sonntag, keine Werkstatt hat offen und es liegen noch 400 Kilometer vor uns. Mit dem Notreifen dürften wir nur höchstens 80 km/h fahren, was uns nicht stört, jedoch alle hinter uns. In Alexandra Headland fanden wir auf Airbnb in der Nähe des Strandes eine schöne Unterkunft. Entspannen, Wellen reiten, schwimmen und die Sonne genießen. Sunshine Coast. Ein guter Ort dafür. Es herrschen perfekte Surfbedingungen, falls man die Welle erwischt. Nach dem Surferfrühstück zieht es uns dann zum südlichen Ende des Strandes. Hier ist das Meer ruhig, also ideal zum Schwimmen. 6 Tage sind vergangen. Das ist das Ende der Reise. Das war's in Australien.
Am nächsten Tag geht es von der Sunshine Coast direkt zum Flughafen in Brisbane. Die Fahrt dauert etwa über eine Stunde, zum Glück ohne Panne. Abflug. Zwischen der Ankunft in Taiwan und dem Weiterflug nach Wien haben wir 16 Stunden Zeit. Dies ist eine gute Gelegenheit, ein Angebot von Airport Hotel Novotel anzunehmen. Fluggäste von China Airlines erhalten 50% Rabatt auf alle Buchungen. Der Panda-Bär nimmt allerdings einen Großteil des Zimmers in Anspruch. Nach dem Besuch im Hotelschwimmbecken geht es wieder weiter. Nach Wien. Da sind wir wieder. Zu Hause erwartet uns unser Dackel. Auf ihn freuen wir uns sehr. Er freut sich auch, jedoch nimmt er uns auch übel, dass wir ohne ihn gefahren sind. Als wir ihm erzählen, wie schön es war und was wir alles erlebt haben, dreht er sich beleidigt um und verschwindet. Und macht sich allein auf den Weg nach Australien. Auf unseren Spuren. He's called Fetch because he ate a French bulldog. That's why he was removed from the wild. Weitere Informationen zum dritten und letzten Teil findet ihr auch auf unserer Seite zwischenstopp.net.